Leute, das ist jetzt gerade eine beschissene Situation. Hey ho, wir sind Manu und Thiago aus der Schweiz und tuckern mit unserem 19 Tonnen Scania von Nord- bis Südamerika. Momentan machen wir Ecuador unsicher. Wobei, wenn wir ehrlich sind, sorgt Ecuador eher bei uns für die ein oder andere Überraschung. Es ist Sonntag 16 Uhr, macht es euch bequem auf unsere Rückbank. Thiago ist wieder mal auf Mission, Mechaniker am Werk. Heute werden die Wasserfilter ausgetauscht, weil die haben wir jetzt schon wieder einen Moment drin. Ich glaube, das letzte Mal haben wir die in den USA gewechselt. Und, ui, jetzt seht ihr das Frühstückschaos hier hinten. Ja, und jetzt sind wir doch schon in Ecuador. Die Wasserqualität ist natürlich anders. Wir tanken oftmals Wasser, was nicht trinkbar ist, was wir dann mit unseren Filtern filtern. Und darum müssen die jetzt wieder mal gewechselt werden. Schauen wir mal, was es da zu sehen gibt. Wo ist er denn? Hier. Ach so, hallo. Ach ja, stimmt. Das ist ja hier oben. Ja, das ist der Vorfilter. Der ist auch schon ziemlich mitgenommen. Gell, in den USA haben wir das zuletzt gewechselt. Ja, das Wasser hier drin sieht nicht so toll aus. Im Vorfilter. Und wir trinken das auch alles. Also wir kennen da gar nichts. Wir trinken nur das ganze Wasser, was wir raus. Achtung, jetzt schütte ich das mal schnell weg. Ja, Achtung. Ja. Das Klärchen. Aber ich zeig den Leuten mal, wie das bei uns aussieht. Hi. Willkommen. Willkommen in den Katakomben. Das ist unser Wasserfiltersystem. Wir haben hier den Vorfilter, den ihr jetzt gerade gesehen habt, den ich rausgenommen habe. Ja, wie gesagt, Vorfilter. Dann haben wir einen Sedimentfilter, einen Kalkfilter, nochmal einen Filter und da hinten in der Ecke sieht man noch den UV-Filter und dann geht das erst in den Tank. Also, ja, das ist tatsächlich recht ein ausgeklügeltes System und ich muss wirklich sagen, das ist echt gut. Ja, wir trinken das auch alles, wir haben noch nie Probleme gehabt. Bei der Entnahme haben wir auch nochmal 2 Filter, wenn wir es dann aus dem Tank rausnehmen. Aber ich muss echt sagen, Shoutout an Bliss, das System hält. Die Filter muss man logischerweise trotzdem wechseln. Deswegen, das ist jetzt meine Aufgabe für die nächsten 2 Stunden. Oder 2 Stunden vielleicht nicht, aber einen kurzen Moment, gell? Cool, dann war's das schon, oder? Weiß ich jetzt nicht. Doch, das war's schon. Das war's schon, da wird jetzt einfach der neue reingesetzt. Da wird jetzt da ein neuer Filter reingemacht. Oh. Wo ist er denn? Hier. Sind es die wir auf Amazon gekauft haben? Das sind die von Amazon, ja. Das ist der Vorfilter. Der kommt hier rein. Zuerst natürlich muss man den da ein bisschen reinigen. Dann kommt der rein. Dann tausche ich Sedimentfilter aus. Auch schon bereit. Den Kalkfilter. Und den Bakterienfilter. Und dann sind wir wieder fresh. Freshest first. Dann sind wir nach dem Duschen noch sauberer, als wenn wir zu Hause duschen würden. Ja. Okay, ja Leute, ihr seht schon, ich habe da wirklich gar keine Ahnung. Darum gehe ich jetzt wieder rein, weil ich bin ja fürs Innere zuständig. Und fürs Äußere fürs Grobe haben wir Thiago. Soll ich dir den auswaschen? Ja, gerne. Also Leute, so ein Highbed ist schon was Cooles. Aber wenn es ums Bett anziehen geht, es ist ein Workout. Also da muss ich danach gar kein Gym mehr machen. Das ist immer ein bisschen, ja, bis man mal das Fixleintuch dran hat. Aber dann geht's eigentlich. Aber bis man das hat, weil man kann sich ja nicht so richtig aufstellen. Aber da will ich ja gar nichts sagen, weil Leute, die anders reisen als wir in einem Van zum Beispiel, die können sich vielleicht auch nicht unbedingt aufstellen. Ja, das ist manchmal ein bisschen der Struggle. Aber wenn das Einzige ist, ist es auch nicht so schlimm.
etwas, das viel mühsamer ist, als das Bett neu anzuziehen. Und zwar ist es nicht mal die Toilette putzen, es ist tatsächlich die Dusche. Die Dusche hasse ich zu putzen in dem Camper. Das war mir natürlich davor nicht so bewusst. Aber weil zu Hause, da läuft das Wasser einfach runter und dann ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Und hier ist es überhaupt nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Hier kommt es 27 Mal wieder. Und man muss sich damit befassen, bis alles sauber ist. Und das ist echt, boah, die Dusche zu putzen, das hasse ich. Vor allem kommt es auch ein bisschen auf die Shampoos drauf an, die man benutzt, weil eigentlich fast alle Shampoos, die wir jetzt benutzen, die haben dann so Silikonablagerungen und das ist so hässlich. Das ist dann wirklich so wie so eine Gelatine, die man da rausziehen kann. Und danach natürlich noch die Haare. Ja. Und darum muss ich jetzt echt sagen, seit wir in Mexiko sind und wir auf Campingplätzen sind, dann benutze ich die Dusche von dort, einfach damit ich weniger zu putzen habe. Aber es kommen bestimmt wieder Zeiten, wo ich dann halt unsere Dusche benutze. Die ist ja auch super, aber es ist einfach, boah, es ist so der Pain, die zu reinigen. Sag mal, wie das bei euch läuft, wenn ihr eine eigene Dusche im Camper habt. Ob das bei euch auch so ein Problem ist oder ob das irgendwie einfach bei mir so ist. Aber Toilette putzen ist da wirklich ein Klacks dagegen. Wo geht's denn hin? Wir gehen heute auf den Otavalo, heißt es so? Ja. Auf den Markt. Und dann schauen wir mal, was es da Leckeres gibt für uns. Wir sind immer noch bei der Finca Sommerwind. Und es ist noch früh morgens. Da ist noch alles entspannt. Aber es ist wunderschön hier. Und jetzt warten wir auf unser Uber. Weil das kommt dorthin. jetzt gleich. Ja, weil dorthin fahren wir nicht mit Biggie. Das ist ein bisschen eng. Und wir haben ja auch kein Motorrad mehr. Also sind wir jetzt auf Alternativen angewiesen. Die Fahrt von Ibarra nach Otavalo dauert rund 40 Minuten und kostet uns mit dem Uber gerade mal $11. Viene tú. Bien, gracias a Dios. Sí. Calditos de gallina, sancochitos de costilla. Ay, qué bueno. Para mí un desayuno continental, por favor. Café Sí. en leche aromática, café negro. Con leche. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Tómate una leche, por favor. Toma la gentita la mejor. Gracias. Was ist das? Er hat so viele Sachen aufgezählt. Also ich nehme das dort oben, glaube ich. Das sieht auch gut aus, seco de carne y huevo. Ich glaube, da ist alles für dabei. Tortillas, solo tortillas con carne y huevo tenemos. Como usted desee. No, ahora viene seco de carne con huevos. Ya. Gracias. ¿Necesita al jugo? ¿Carne frita? ¿Ya? Tome la gentita. Gracias. Willst du da führen? Oder da? Thiago, deine Lieblingswurzel? Knoblauch. Schatz, schau, da ist noch ein Schweinskopf. Eine sehr. Ah, ich sehe.
Es de un llama o de alpaca. Okay. Welches willst du? Du sagen. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? A Pepequía, 50 centavitos. 50, una pan. 3,50, gracias. Gracias, señora. Tengas un buen día. Oiga, 50 centavos por acá, venga. Mate, paiteña, 500 zanahorias, pepinillos, limones. Was hast du jetzt ausgegeben für all diese Früchte? $3,50 Für alles? für alles, ja, 3,50. Nice. Thiago ist im Physalis-Himmel. Lleve dólares, zaranderos a dólares a dólar. Mandarina, 40, $1, 40 por $1. Das war der Crazy Markt in Otavalo. Cool. Ey, ist echt witzig. Man fühlt sich total eingewohnt in das Ganze, obwohl man ehrlicherweise natürlich sagen muss, alle schauen uns natürlich an, das ist klar. Und ich fühle mich das erste Mal so, als wäre ich irgendwie 2 Meter groß. Ja, das stimmt. Sogar ich. Ich kann auf die ganzen Menschen runterschauen. Das ist der größte indigene Markt in Südamerika. Und ja, man findet sehr viele Lama, Alpaka-Produkte, mehrheitlich Kleidung, Ja. handgemachte Sachen, viel Gemüse und Früchte, die wir jetzt eingekauft haben. Boah, das Ganze hat Thiago jetzt gesagt $6. Ich glaube $6,50 oder 7. Ich war mit 50 Cent. Ja. Ja. Und über welche Frucht freust du dich eigentlich am meisten in den anderen? Über die Physalis. Physalis, sagt er. Physalis. Physalis. Ja, jetzt haben wir alles. Jetzt geht's wieder zurück. Leute, ich habe hier wieder ein neues Bändchen bekommen. Suiza. Sie. Jetzt haben wir kein Uber mehr gefunden für die Rückreise. Zum Glück gab es ein Taxi. Und der findet hoffentlich wieder unseren Platz. Ja, ist nur eine Stunde dahin. Ja, nicht ohne. Adelantado. Adelantado, ja. Adelantado, sí. ¿Cuánto es con el Uber de allá para acá? 14. 14. Sí. Yo no tengo dinero. No tienes dinero. ¿Quieres el teléfono? Ah, ya esa. Mira, sí. sí. ¿Viste? Ahí está el teléfono, 3 centavos. Oye, adelante.
Ah, es muy por encima. ya. Ah, aquí está bien. Esta es perfecto. Ya. Muy bonito. Antes que me olvide. Ah, gracias, Rodrigo. Ja. Cinco. Muchas gracias. 15 Es para, no, es para ustedes. Ah, Muchas gracias. Oíste, gracias, Un Tengas buen un buen día. día. Cuídense. Chao, ya. Chao. Chao, mucho gusto. Chao. Adiós. Dios, que para arriba más. Sí. In der Finca Sommerwind haben wir für 5 Nächte insgesamt rund $300 bezahlt. Bei uns waren darin der Stellplatz, 2 Mahlzeiten pro Tag, Kaffee und Kuchen und sogar deutsches Bier. Am Ende macht es etwa $30 pro Person und Tag. Bezahlt wird übrigens ganz entspannt erst bei der Abreise. Und das Beste, niemand fragt bei der Ankunft, wie lange man überhaupt bleiben möchte. Jeder entscheidet selbst, wie oft er im Restaurant essen möchte und bezahlt am Schluss genau das, was er konsumiert hat. Die Preise bei Hans fanden wir mehr als fair. Für uns hat es sich fast wie auf einem All-Inclusive-Campingplatz angefühlt, mit dem kleinen Unterschied, dass die Rechnung halt erst ganz zum Schluss kommt. Ich wollte euch zeigen, was wir gekauft haben auf dem Markt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und zwar, das war eigentlich gar nicht geplant, aber schaut euch mal diesen schönen Schal an. Den habe ich von so einer netten Dame gekauft. Das ist ein Alpaka-Schal, also aus Alpaka-Wolle. Der fühlt sich so fein an und der ist wunderschön. Der hat $10 gekostet. Eigentlich hat mir ChatGPT gesagt, man kann bis zu 10 bis 20% die Preise verhandeln, aber ja, ich bin da einfach so schlecht drin. Ich bezahle halt einfach den Preis, den die mir sagen, und also für $10, natürlich wäre das wahrscheinlich auch günstiger gegangen, aber das kann ich dann irgendwie nicht so in dem Moment. Genau, dieses kleine Bändchen hier, die findet Thiago gar nicht cool, aber ich schon. Und dann natürlich die Früchte und das Gemüse. So, das haben wir alles auf dem Markt gekauft. Das, was wir so ein bisschen brauchen. Und das Highlight war natürlich die Physalis, weil die sind bei uns in Europa so teuer. Und da kaufen wir manchmal wirklich ganz selten so eine kleine Packung. Ich glaube, die kosten bei uns im Supermarkt, ich weiß gar nicht. Oh, ich will nichts Falsches sagen. 5, 6 Franken schon fast. Ja, Thiago feiert Märkte manchmal nicht so, aber da beim Früchte- und Gemüse einkaufen, da ging er voll auf. Also habe jetzt was gefunden für ihn. Jetzt weiß ich, wie ich ihn auf die Märkte locken kann, damit ich weiterhin meine Alpaka-Produkte kaufen kann. Weißt du, wie du das Lenkrad runterbekommst? Irgendwo hier Ja, was? links hat so unter dem Lenkrad genau dieses Schlüsselzeichen, ein bisschen weiter oben. Genau, das drückst du nach vorne und dann kannst du das Lenkrad so fester drücken. Geht's nicht? Ah, vielleicht ist keine Luft mehr. Nee, man hört nicht. Ah, ja, wir stehen wahrscheinlich schon zu lange. Egal, ich fahr so. Du kannst. Wie die Amis. Sieht noch besser aus. Das ist ein richtiger Bauarbeiterhelm. Guck mal, die Ohren. Thiago hat so einen Howdy, großen, man. Thiago hat so einen großen Kopf. Er musste den maßgeschneidert machen seine lassen. Haare. Ja, Nicht wahrscheinlich. so viel Haare drauf. Ja, cooles Ding. Nee, ist schön. Ist wirklich schön. Aber es ist halt ein bisschen schade, dass der da rumliegt. Ja. Cool. Es ist wirklich alles so riesig. Oh, hier. Funk, Breaker, ganz Breaker, wichtig. 1, 2. Breaker, Breaker. Ja, Breaker, Breaker. Breaker. Das kenne ich aus irgendwelchen Ami-Filmen. Keine Ahnung. ja, Trucker-YouTube. Ja. Hinten haben wir noch einen Kühlschrank für Getränke Das Ding in der hier. Mitte. Ja, genau. Und dann der Rest bleibt drin. Und wenn der steht, ein paar Tage, dann fällt er auf den Sicherheitsdruck runter. Und dann musst du den LKW zuerst 5 Minuten laufen lassen, damit der Kompressor Luft produzieren kann. Und anschließend kannst du dann auch, du kannst auch vorher gar nicht losfahren.
Also ihr habt uns gerade da oben in dem riesen LKW gesehen. Wir sind Ronny und Sabrina und ihr könnt uns auf Instagram folgen. Wir heißen durch Rosas Brille. Genau. Durch.rosas.brille. So sympathisch. Oh. Thiago hat es ein bisschen erwischt, also ziemlich heftig, ich glaube von der Klimaanlage. Der ist seit 2-3 Tagen jetzt krank. Und ja, jetzt gibt es hier das Gesundheitsprogramm. Also, ich nehme natürlich den Kaffee, weil auf Kaffee kann ich nicht verzichten. Aber ja, wir hoffen, dass er schnell wieder gesund wird und warten so lange, bis wir weiter in die Höhe gehen, weil unsere Körper doch ein bisschen Mühe haben, sich zu adaptieren. Und der nächste Stellplatz ist dann über 3000 Meter. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt warten wir so lange, bis er wieder gesund ist und dann gehen wir weiter, weil ansonsten bringt es nichts, wenn er hier krank ist und dann oben kommt vielleicht noch die Höhenkrankheit oder Kopfschmerzen. Und hier ist es doch wunderschön, also bleiben wir noch ein bisschen hier. Leute, nein, wir mussten gerade ein Interview geben auf Spanisch. Wir durften, wir Ja, wir mussten durften, nicht. Entschuldigung. Die waren so nett. Das ist so ein Social Media Tourismusteam. Ja, die hierher gekommen sind. Die möchten die Region etwas promoten und sind deswegen hier auf den Campingplatz gekommen von der Finca Sommerwind hier in Ibarra. Und ja, die sind hier vorbeigelaufen, haben uns einen Kleinen gesehen und gesagt, hey, krass und so, und haben ein bisschen gequatscht. Und anschließend haben sie gefragt, ob sie ein kurzes Interview machen dürfen. Das können wir euch sicherlich auch zur Verfügung stellen, denke Vielleicht, ich. ja, wenn wir das bis dahin gefunden haben. Haben wir leider nicht, Freunde. Vielleicht war unser Spanisch doch ein bisschen zu mager. Genau. Ich wollte jetzt nochmal idyllisch laufen gehen um diesen See rum vor der Finca Sommerwind. Und jetzt hat sich das hier als Rennstrecke entpuppt. Ihr seht das vielleicht nicht so auf dem Video, aber das ist richtig steil. Ja, das ist Südamerika, ne? Ich glaube, die spazieren sowieso nicht so. Thiago konnte ich nicht überzeugen, aber gut, dann mache ich was für die Fitness für uns beide. Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Ich dachte zuerst, das ist irgendwie so ein Gummiteil, aber das ist eine Schlange. Ja, die sieht nicht mehr so gut aus. Uff, also ich bin hier nicht alleine. Wusste ich gar nicht. Oh. Um diesen See geht es 10 Kilometer. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Hälfte schon geschafft habe. Der hat irgendwie auch Arme. Und darum checke ich das nicht ganz. Aber was ich merke ist, wir sind auf 2200 Meter. Und meine Pumpe geht schon ganz schön. Wenn ich so zügig laufe, dann doch schlägt es ganz schön auf die Pumpe. Aber es ist wunderschön hier an diesem See. Ich bin zwar der einzige Mensch, der hier läuft. Aber es ist so schön gemacht und es hat extra so einen Fußgängerweg und traumhaft, Leute. In Südamerika läuft man, glaube ich, auch selten alleine. Kaum habe ich gesagt, dass ich allein unterwegs bin, kommt hier dieser süße Hund. Gell? Mal schauen, wie lange er es schafft, mich zu begleiten. Sonst nehmen wir ihn mit. Wenn er es schafft bis zur Finca Sommerwind, dann wird sich Thiago freuen. Das ist unser Hund. And he scored. Switzerland has to score as well. And if they don't, then Yeah. you start. So, yeah. Wenn er sich schießt, ist die Schweiz weiter. Wenn er nicht trifft, ist die Schweiz weiter. Come on. Diaz. Und er macht ihn aber sensationell. Please. This is it. This is for it all. Mach ihn, Ruben. Mach ihn. He will do it. He will do it. Do it, man! Unbelievable. Unbelievable. Oh my goodness. Everything's tight. Ja.
He is. And he never drove a truck before, so I have no idea how. I think he's just talented with this. Leute, das ist jetzt gerade eine beschissene Situation. Ich ging alleine los, um ein bisschen laufen zu gehen und hier die Lagune anzuschauen. Und jetzt wollte ich eigentlich wieder zurück auf den Campingplatz, aber da sind so viele wilde Hunde und vielleicht, nein, das sind keine Hunde vom Campingplatz. Auf jeden Fall wollte ich zurück zum Platz und da gibt es nur eine Straße hin. Ach, vielleicht hört man es in der Ferne. Die haben mich so angebellt und angeknurrt, dass ich jetzt richtig Schiss bekommen habe. Und so super organisiert wie ich auch bin, habe ich natürlich kein Internet ohne Starlink. Also ich kann Thiago nicht Bescheid sagen, dass ich irgendwie nicht mehr auf den Campingplatz kommen kann. Oh Gott, ich höre die schon wieder bellen. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal einen Stein dabei, weil als ich wie so eine Bewegung gemacht habe mit dem Fuß, sind sie so ein bisschen zurückgewichen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe viel zu viel Respekt davor, weil wenn so einer anfängt und dann beißt, dann ist es nicht mehr so witzig. Keine Ahnung, wie ich jetzt zurück auf diesen Platz komme. Hört ihr das? Naja, ich habe jetzt einen Weg irgendwo außenrum gefunden. Aber hier in Ecuador ist ja auch alles eingezäunt. Also das heißt, ich werde wahrscheinlich gar nicht auf diesen Platz kommen. Oh, was ist beschissen, ey. Seht ihr, ich komme da gar nicht mehr rein irgendwie. Das wäre hier der Platz von der anderen Seite. Ah, doch, vielleicht hier durch den Stacheldraht. Oh Gott, ey, wie unangenehm. Ich muss hier durch, weil ich sehe keine andere Option. Aber ich habe so Schiss, dass diese Hunde wieder kommen. Leute, ich habe es geschafft. Thiago hätte mich ja nicht hören können, weil der hat hier diese Brille an. Ich finde, ich werde zurückgeschafft. Weil hier waren so böse Hunde. Und jetzt musste ich hier Stachelzaun rüber. Ich hatte wirklich Angst und ich hatte kein Internet. Ja, das war jetzt wirklich ein bisschen semi-optimal. Okay. Was soll ich denn machen bei diesen Hunden? Ja, wirst halt ein Stück Fleisch hin. Nee, jetzt ernsthaft, weil ich habe nicht daran gedacht. Hier sind so viele und die gehören nicht zu denen, die sind wild. Ah. Und die kamen dann so nah zu mir und haben mich angeknurrt und gebellt. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Und jetzt bin ich hier alles rundherum und bin über Stachelzäune. Raubtierfütterung mit Manuela. Du solltest es abbrechen, nicht das Ganze geben. Die sind einfach zu gierig. Aber schau mal, wie süß die sind. Oh Gott. Sind echt. Jetzt ist vorbei. Komm, nimm nochmal. Ah, ja. Okay.
Die sind also viel netter als die Hunde heute. Nein, jetzt nicht immer derselbe hier. Die sind hier fair aufgeteilt. So, schweizerisch, ne? Ja. Oh. Oh Gott. Oh nein, ich habe gar keine Autorität gegenüber Hasen. Jetzt tun wir uns kurz entspannen hier. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Okay, ich helfe dir. Thiago, die Gänse suchen dich, Ja, das sind meine Best Friends. weil du so gerne Gänseleber isst, glaube ich. Ja, unbedingt. Schönen Übernachtungsplatz haben wir hier mit unseren Freunden. Thiago, der Hasenfreund. Oh, jetzt haben wir das Problem. Nein, 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 nein. Nein, wir haben doch nichts. Jetzt geh weg jetzt. Komm. Jetzt. Die super freundliche indigene Familie, bei der wir standen, hatte, glaube ich, ein bisschen Mitleid mit mir. Nachdem ich meine Hundegeschichte mit Händen und Füßen erzählt hatte, haben sie uns kurzerhand ihren kleinen Streichelzoo überlassen. Wusstet ihr eigentlich, dass man in Ecuador Meerschweinchen isst? Dieses Land überrascht uns wirklich jeden Tag aufs Neue. Danke, dass ihr wieder mitgefahren seid. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Jeder Kommentar, jedes Like und jedes Abo hilft unserem kleinen Kanal, noch ein Stück weiter in die YouTube-Welt hinauszukommen. Dafür möchten wir Danke sagen. Bis nächste Woche.